Im Sommer 2015 herrschte im Hwange-Reservat in Simbabwe 3 Monate lang extreme Hitze ohne Regen. Eine Löwenfamilie, bestehend aus einem erwachsenen Männchen, einer Löwin und einem jungen Löwenjungen, durchstreifte die trockenen Ebenen. Alle Bäche und Seen trockneten aus, auf den Graslandschaften blieben nur Staub und weiße Knochen zurück. 3 Tage hintereinander fanden sie nur ein paar Schlammpfützen und tote Tiere, die ihnen als Nahrung dienten. Die abgemagerte Löwin hatte sich nach tagelangem Aasfressen eine schwere Darminfektion zugezogen. Am 4. Tag, als die Sonne am Himmel brannte, brach die Löwin neben einem flachen Wasserbecken zusammen. Der männliche Löwe versetzte seiner Frau einen leichten Kopfstoß und knurrte schwach, doch die Löwin reagierte nicht mehr. Das verwirrte Löwenjunge schüttelte seine Mutter mit seinen winzigen Füßen, bekam aber nur einen schwachen Atemzug zurück. Die rote Sonne ging langsam unter und mit ihr erlosch der letzte Atemzug der Löwin. Der männliche Löwe saß die ganze Nacht still neben der Leiche seiner Frau, während das Löwenjunge sich zusammenrollte und vor Hunger zitterte. Am nächsten Morgen begann der Körper zu verwesen, Fliegen schwirrten um ihn herum und der Geruch des Todes erfüllte die Luft. Der männliche Löwe schnupperte ein letztes Mal, drehte sich dann um und ging, wobei er vor Schmerz brüllte, über die trockene Ebene. Das Löwenjunge zögerte, da es seine Mutter nicht verlassen wollte, folgte seinem Vater jedoch schließlich in das grelle Sonnenlicht. Von der einst starken Familie sind jetzt nur noch 2 dürre Leben übrig, die durch die sonnenverbrannten Graslandschaften stapfen. Sie beschlossen, weiter wegzugehen, in der Hoffnung, dort Wasser, Nahrung und eine geringe Überlebenschance zu finden. Der Spur der Menschen folgend, näherten sich Löwenvater und Sohn allmählich dem Rand der Stadt Tsholotsho, mehr als 40 Kilometer von Hwange entfernt. Es war eine kleine, abgelegene Stadt mit rissigen roten Feldwegen und alten, schäbigen Häusern. 2 Löwen gingen langsam die verlassene Straße entlang, ihre Augen voller Neugier und Vorsicht. Das Löwenjunge ist immer noch aktiv, rennt überall herum und erkundet alles, von Müllhaufen bis zu Strommasten. Die Einheimischen öffneten ihre Türen nur, um hinauszuschauen, und schlossen sie dann sofort wieder, als wäre das ein alltäglicher Vorgang. Gelegentlich hörte man vom Hof aus Hundegebell, aber niemand traute sich hinaus. Aus dem kleinen Fenster folgten alle Blicke den beiden dünnen Gestalten unter der sengenden Sonne. Der männliche Löwe brüllte einige Male leise, um ihn zur Vorsicht zu ermahnen, und ging dann langsam weiter. Die sengende Hitze hinterließ schwache Blutflecken von den Pfoten des Löwen auf dem rissigen Bürgersteig. Plötzlich entdeckte das Löwenjunge einen runden Abwasserkanal mitten auf der Straße und rannte hinüber, um zu spielen. Es kratzte mit seinen Füßen leicht am Kanaldeckel und rollte herum, ohne die lauernde Gefahr zu bemerken. Der männliche Löwe stand aus der Ferne da und beobachtete das Tier, wobei er leise warnend brüllte, doch das Junge war weiterhin unartig. Der Wind wehte Staub auf die leere Straße und ließ nur Vater und Sohn zurück, die mit ihrem Schicksal kämpften. In einem einzigen Moment der Unachtsamkeit nahm das Schicksal dieser kleinen Familie eine unerwartete Wendung. Das grausame Schicksal hat sie noch nicht losgelassen, auch wenn inmitten der tödlichen Dürre gerade erst ein Hoffnungsschimmer aufblitzte. Plötzlich brach ein kaputter Gullydeckel zusammen und zog das Löwenjunge in die dunkle Kanalisation. Das Löwenjunge schrie panisch und grub seine Krallen in ein Loch. Das Wasser am Boden machte sein Fell kalt und nass. Der männliche Löwe stürzte vorwärts, beugte sich hinunter, um nachzusehen, knurrte verzweifelt, konnte das Junge jedoch nicht erreichen. Das Löwenjunge zitterte, seine klaren Augen blickten zu seinem Vater auf und es stieß einen schwachen Hilfeschrei aus. Der männliche Löwe umkreiste den Schacht, zerkratzte den Stahldeckel mit den Krallen und leckte sich verzweifelt das rostige Maul. Es dröhnte ununterbrochen, der Lärm hallte durch die verlassene Nachbarschaft, doch niemand wagte es, näher zu kommen, um zu helfen. Das erschöpfte Löwenjunge lag zusammengerollt im Abwasserkanal, blickte gelegentlich auf und flüsterte nach seinem Vater. Nach stundenlangen vergeblichen Bemühungen setzte sich der männliche Löwe schließlich verzweifelt neben den Abfluss. Seine Augen ließen das schwarze Loch, in dem sein kleines Leben kämpfte, nie los. Einige Leute wagten es, näher zu kommen, um zuzusehen, gingen dann aber schnell wieder ängstlich weg.
In der drückenden Hitze verging die Zeit langsam, der Schatten des Löwenmännchens erstreckte sich über die Straße. Das Löwenjunge wurde immer stiller, seine Schreie wurden schwächer und klangen nur noch gelegentlich leise. Der männliche Löwe leckt gelegentlich den Rand des Abwasserkanals und hofft, das Junge irgendwie hochziehen zu können. Es wurde dunkel, die schwachen Straßenlaternen begannen in der Wüste zu flackern. In dieser Nacht hielt der männliche Löwe im schwachen Mondlicht noch immer still Wache an der Mündung des Abwasserkanals. Die Leute unterhielten sich aufgeregt und riefen schließlich die örtliche Rangerstation an. Aufgrund der Entfernung trafen Ranger und Polizei erst am nächsten Morgen ein. Sie fanden den männlichen Löwen dünn und erschöpft vor, doch sein Blick war noch immer auf die Kanalisation gerichtet. Sie verstanden zunächst nicht, warum der Löwe seit gestern Nachmittag regungslos dort saß. Einige Zeugen sagten, es sei mit einem Löwenjungen zusammen gewesen, aber jetzt sei es allein. Die Ranger schlussfolgerten sofort, dass das Löwenjunge möglicherweise in einen tiefen Abwasserkanal gefallen war. Schnell wurde ein Rettungsplan erstellt, der einerseits sicher war und andererseits nicht die gesamte Stadt gefährden würde. Die Menschen versammelten sich besorgt von weitem und beobachteten gespannt jede Bewegung des Rettungsteams. Der männliche Löwe ließ den Blick noch immer nicht von der Grube ab, in seinem Herzen gab es nur eine schwache Hoffnung. Der oberste Ranger beschloss, den männlichen Löwen mit einem Betäubungsgewehr vorübergehend bewusstlos zu machen. Die Betäubungskugel traf den männlichen Löwen genau in die Schulter und ließ ihn überrascht aufspringen. Nur wenige Minuten später zeigte das Medikament seine Wirkung und das riesige Tier brach seufzend zu Boden. 3 Männer näherten sich schnell dem männlichen Löwen und überprüften seine Atmung und seinen Gesundheitszustand. Ein anderer Mitarbeiter band die 4 Beine des Löwenmännchens vorsichtig mit einem Seil locker fest, für den Fall, dass es plötzlich aufwachte. 2 Ranger näherten sich dem Schacht, leuchteten mit ihren Taschenlampen nach unten und sahen, wie die müden Augen des Löwenjungen nach oben blickten. Ein großer Eimer wurde mit einem stabilen Seil heruntergelassen, wodurch das Löwenjunge darin sanft festgehalten wurde. Das Löwenjunge wehrte sich kaum, da es zu erschöpft war, um etwas zu tun. Das Team zog den Eimer vorsichtig Zentimeter für Zentimeter hoch und Jubel brach aus, als er auf dem Boden aufschlug. Das Löwenjunge eilte sofort zum Löwenmännchen und rieb seinen Kopf gefühlvoll an dem seines Vaters. Doch der männliche Löwe blieb regungslos, atmete leicht und hatte von der Narkose die Augen geschlossen. Ohne zu zögern bereitete der Ranger schnell einen großen Eisenkäfig vor und stellte ihn auf die Ladefläche des Lastwagens. Sie trugen den männlichen Löwen vorsichtig in den Käfig und das Junge wurde neben seinen Vater gesetzt. Der Krankenwagen rollte langsam aus der Stadt und hinterließ emotionale Blicke. Einige Kinder rannten dem Auto hinterher und winkten zum Abschied, als wollten sie die beiden Leben in die Natur zurückschicken. Das Rettungsteam gab über Funk bekannt, dass beide Löwen erfolgreich gerettet worden seien. Auf der Ladefläche des Lastwagens ruhte der Kopf des Löwenjungen auf der dichten Mähne seines Vaters und schlief tief und fest. Um Unfälle zu vermeiden, hat die örtliche Polizei rund um den beschädigten Kanalbereich Warnschilder aufgestellt. Ein langer Tag endete mit einer kleinen Freude, um Haaresbreite wurde das Leben vor dem Tod gerettet. Das Rettungsfahrzeug rollte fast 3 Stunden lang und erreichte schließlich das Rettungszentrum Range. Hier wurde ein großer Bereich mit sauberem Wasser und Lebensmitteln vorbereitet. Tierärzte überprüften sofort den Gesundheitszustand des Löwenmännchens und des Löwenjungen. Der männliche Löwe benötigte intravenöse Flüssigkeiten und Vitaminspritzen, um nach einer Phase der Erschöpfung wieder zu Kräften zu kommen. Die Löwenjungen werden gebadet, vom Schlamm gereinigt und sorgfältig auf kleinere Verletzungen untersucht. Die ersten 3 Tage lag der männliche Löwe im Koma, erlangte jedoch schließlich allmählich sein Bewusstsein zurück. Als es die Augen öffnete, sah es sich panisch um und suchte sofort nach dem Löwenjungen. Das Löwenjunge eilte herbei, um seinen Vater zu umarmen. Beide rollten sich im warmen Sonnenlicht der Kinderstube zusammen. Die Ranger lächelten zufrieden über die starke Bindung zwischen Vater und Sohn. Es wird erwartet, dass beide nach der Dürrezeit wieder in die Wildnis entlassen werden, wo sie hingehören. In der sengenden Sonne von Range verbreitete sich die Geschichte des überlebenden Löwenvaters und Sohns in der gesamten Rettungsstation.
Es symbolisiert Stärke, Ausdauer und bedingungslose Liebe zwischen Familien. Die Menschen in Cholocho erinnern sich noch immer an das Bild des männlichen Löwen, der die ganze Nacht über die Kanalisation bewacht. Für die Ranger war es einer der bewegendsten Rettungseinsätze ihrer Karriere. Und für den Löwenvater und seinen Sohn wird dieser Überlebenskampf für immer von der Sonne und dem Wind Afrikas geprägt sein. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.